Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem neuen Speedschuh von Mizuno für die Saison 1920, dem Mirage 3. Nachfolger des Mirage 2 selbstverständlich. Was neu ist, was besser ist, was ihnen gut gelungen ist, das zeigen wir euch jetzt im Detail. Beginnen wir mit dem Gewicht beim Mirage 3. Der ist hier mit 326 Gramm einer der leichtesten Speedschuhe, die wir im Programm haben. Allerdings muss man da auch sagen, gerade zum Vorgängermodell ist er ein bisschen schwerer geworden. Das liegt an diesem großen Heel Cage, zu dem wir gleich kommen werden. Fangen wir mit der Optik mal an. Das ist hier aus der Step-on Mars Kollektion von Mizuno, deswegen auch in diesem sandfarbenen, dunklen sandfarbenen Material gehalten. Limitierte Kollektion, da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, wenn euch die Farbe gefällt. Davon gibt es nicht so hohe Stückzahlen. Ihr seht jetzt schon hier vorne im Vorderfußbereich habt ihr die typischen, relativ flexiblen Elemente. Hier ein sehr feines, sehr fein gewebtes Mesh-Material, das hier überzogen wird von PU-Verstärkungen, hier auch mit einer PU-Schicht überzogen im vorderen Bereich des Schuhs. Das Ganze setzt sich dann fort hier im seitlichen Bereich des Schuhs. Man sieht mittlerweile fast nichts mehr von der Wave-Platte, die dem ganzen Schuh, dem Wave Mirage, auch seinen Namen gibt, aber trotzdem führt die natürlich weiterhin durch den Fuß und durch den Schuh und sorgt für Dämpfung und vor allen Dingen auch Rückkopplungseffekte. Interessant wird es jetzt wirklich im Fersenbereich, da hat sich einiges getan, und zwar hat Mizuno hier aufgrund der doch etwas instabilen Vorgängerversion zu einem Heel Cage entschieden. Der tritt hier relativ massiv auf, setzt hier oben an zwei Ösen an, das heißt, ihr könnt ihn auch relativ festziehen und geht wirklich von der Ferse bis zum Mittelfuß einmal um die Ferse herum und auch an der Innenseite wieder über euren Knöchel hinweg. Ist ein bisschen höher geschnitten, der Mirage diesmal, sorgt dafür, dass die Stabilität im Mittelfußbereich diesmal deutlich stärker ist. Unabhängig davon ist er im Vorderfußbereich nach wie vor sehr flexibel. Also da hat Mizuno eine gute Mischung gefunden aus Stabilität im Fersen- und Knöchelbereich und einer hohen Flexibilität im Vorderfußbereich, geringes Gewicht dazu noch, das heißt nach wie vor ein Top-Speed-Schuh. Im Sohlenbereich hat sich nicht ganz so viel getan. Auch hier wird viel Gewicht gespart durch einzelne Auslassungen. Ihr seht hier schon im Vorderfußbereich verschiedene Parts. Einmal eine relativ harte Außenkante, nicht ganz so hart wie bei Konkurrenzmodellen, etwas flexibler gehalten, und im Innenbereich hier vorne der Drehpunkt und einzelne Lamellen, die in unterschiedlichste Richtungen euch Traktion bei Richtungsänderungen geben sollen. Ein Speedschuh maximal leicht und trotzdem stabil mit einer gewissen Flexibilität zu halten, das ist eigentlich die Quadratur des Kreises. Das ist Mizuno hier aber ganz gut gelungen durch ein sehr angenehmes, leichtes Mesh-Material, verstärkt mit PU hier im Vorderfußbereich, und dann dieser Heel Cage, der etwas höher geschnitten ist, plus diese Booty-Konstruktion im Fersen- und Mittelfußbereich. Das heißt nach wie vor sehr leicht, trotzdem stabil und trotzdem flexibel. Das heißt für leichte Außenspielerinnen und Außenspieler bestens geeignet, aber auch für einen schnellen Rückraum Mitte kann dieser Schuh auf jeden Fall getragen werden. Ist relativ schmal, da müsst ihr aufpassen, dass ihr mit relativ breiten Füßen diesen Schuh wahrscheinlich nicht tragen könnt. In der Länge fällt er relativ normal aus, das heißt, da könnt ihr auf die Größenverläufe eurer Straßen- oder eurer anderen Sportschuhe auf jeden Fall vertrauen. Wir freuen uns auf eure Meinung hier auf Instagram TV und natürlich bei uns im YouTube-Channel. Wir freuen uns auf eure Meinung bei uns auf der Facebook-Seite und natürlich auf WePlayHandball.de. Bis zum nächsten Mal.